Wir alle haben unsere kleinen Geheimnisse und die Gegenstände, die wir benutzen. Jeder Tag ist nicht anders. Das ist richtig, sogar Supermarktprodukte. Smartphones und Rucksäcke haben geheime Funktionen. Dass Sie nie wieder mit denselben Augen betrachten werden, wenn Sie erst einmal etwas über sie erfahren haben. Es gibt nichts Cooleres als verborgene Geheimnisse in Alltagsgegenständen, die wir ständig benutzen. Brillanz des Golfbälle. Haben Sie sich jemals gefragt, warum Golfbälle eine Oberfläche mit Dellen haben? Nun, das war nicht immer so. Ursprünglich waren Golfbälle rund gestaltet und glatt. Aber im 19. Jahrhundert begannen Golfer, es zu bemerken, dass ihre überstrapazierten, abgebrochenen Golfbälle verbeult wurden. Flogen tatsächlich besser als ihre makellosen. Also begannen die Menschen, absichtlich etwas zu erschaffen. Golfbälle mit Dellen. Aber warum fliegen Golfbälle mit Dellen besser? Nun, wenn ein perfekt runder, glatter Ball fliegt. Durch die Luft hinterlässt es eine Spur. Dadurch entsteht Widerstand, der den Ball verlangsamt. Durch das Hinzufügen von Gröbchen entsteht eine dünne Luftgrenzschicht, das an der Oberfläche haftet, wodurch die Luft entsteht. Weiter zur Rückseite des Bowls fließen. Dadurch wird die Größe des Nachlaufs verringert und reduziert somit den Luftwiderstand. Die Dellen optimieren außerdem die Auftriebskraft auf den Ball, was ihm eine stärkere Aufwärtsbewegung in seinem Flug verleiht. Lassen Sie es länger weiterreisen. Vielleicht sollten wir also in Flugzeuge steigen. Mit Luftgewehren für sanftere Flüge. Bitten Sie am besten Ihre örtliche Strafverfolgungsbehörde um Genehmigung, bevor du das tust. Knopf hoch. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie die Knöpfe an Damenhemden sind? Sind normalerweise auf der linken Seite, während Männer auf der rechten Seite sind? Für rechtshändige Frauen, die die überwiegende Mehrheit ausmachen. Dadurch wird das Zuknöpfen schwieriger als nötig. Aber warum? Nun, diese Praxis hat eine interessante Geschichte. Im viktorianischen Zeitalter. Wohlhabende Frauen würden sich selten selbst anziehen. Stattdessen wurden sie normalerweise von Dienern gekleidet. Die Knöpfe wurden auf der linken Seite platziert. Ihrer oft komplexen Outfits, um ihren Dienern das Anziehen zu erleichtern. Als sie ihren Herrinnen gegenüberstanden, den Dienern, die statistisch überwiegend Rechtshänder waren, konnte sie problemlos zuknöpfen. Männer hingegen hatten weitaus einfachere Outfits und normalerweise selbst gekleidet. Also wurden die Knöpfe rechts platziert. Jetzt gibt es bei Frauen größtenteils linksseitige Knöpfe. Nur ein sinnloses Überbleibsel aus der Vergangenheit. Wenn Sie das Video bisher gefallen haben, können Sie mich mit einem Like unterstützen. Und los geht's. Warum sind die Münzen an den Seiten gezackt? Vielleicht haben Sie sich beim Spielen mit Münzen irgendwann einmal gelangweilt und gefragt, warum manche Münzen diese Rillen haben. Entlang ihrer Ränder. Da es so alltäglich ist. Sie haben vielleicht angenommen, dass es sich um eine ästhetische Entscheidung handelt. Das ist einfach zur Norm geworden. Aber es gibt tatsächlich einen faszinierenden Grund für die Rillen. Früher wurden Münzen aus Edelmetallen wie Gold und Silber mit glatten Rändern hergestellt. Dies führte dazu, dass viele Menschen die Seiten herausmeißelten und das Material wieder einschmolzen. Und die Münze selbst konnte, obwohl leichter, immer noch ausgegeben werden. So etwa im 16. Jahrhundert als Vorsichtsmaßnahme gegen genau solche Betrüger haben den gezackten Standard eingeführt. Auf diese Weise konnten sie das Ende der Münze nicht mehr unbemerkt meißeln. Wenn sie es versuchten, würden sie das Ende glätten und sofort gefangen werden. Die Bürsten auf Rolltreppen. Ich weiß, dass Sie denken, dass diese Bürsten an der Seite der Rolltreppen hauptsächlich zum Reinigen von Schuhen dienen. Ich persönlich benutze sie oft zu diesem Zweck, das gebe ich zu. Aber eigentlich, liebe Freunde, ist ihr Zweck viel wichtiger. Sie sollen Sie warnen, dass Sie sich jetzt ganz in der Nähe der Stelle befinden, an der die Treppe die Wand berührt.
Und wenn Sie Schnürsenkel oder vielleicht ein langes Kleidungsstück haben, könnte es im Mechanismus hängen bleiben und sich verheddern. Tatsächlich sind die Bürsten ein akustisches Warnsignal, wenn sie sich der Rolltreppenkante zu sehr nähern. Genauso wie die speziellen Markierungen am Straßenrand. Es kommt sehr oft vor, dass Kleidung in der Rolltreppe hängen bleibt und vom Eigentümer zerrissen oder entfernt werden. Stellen Sie also sicher, dass beim nächsten Schuhputzen keine Schnürsenkel baumeln. Und die Damen verstauen auch ihre längeren Kleider. Die Bommel- oder Pomponschutz. Als erstes getragen wurde die Bommelmütze nicht etwa von modebewussten Damen, sondern von Matrosen im 19. Jahrhundert. Pompons auf Hüten hatten ursprünglich eine wichtige Funktion. Mit Bommeln besetzte Mützen wurden früher von Seeleuten getragen, um sich bei Arbeiten unter Deck zu schützen, wo man sich an niedrigen Decken den Kopf stößt. Und hervorstehende Balken und Rohre waren häufige, schmerzhafte Gefahren. Der Pompon fungierte als Frühwarnsystem und eine kleine Polsterung für ein in den Schädel eindringendes Rohr. Und wahrscheinlich die Belastung erleichtert. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie ihm einen Daumen nach oben und vergessen Sie nicht, dass Sie über die Schaltfläche Danke irgendwo hier unten auf die digitale Schulter stoßen können. Super schnell und einfach, den Kanal zu abonnieren und auch eine Glocke zu drücken, um benachrichtigt zu werden, wenn ich etwas Neues hochlade. Danke, dass Sie wieder einmal bei mir sind.